Lebensraum. Unser Planet ist voll davon. Überall lebt es. Im Wasser, in der Luft und an Land. Und inmitten des Ganzen lebe ich. Ich heiße Simon und bin nur einer der ca. 7 Milliarden Menschen auf unserem Planeten. Geboren und aufgewachsen in einem kleinen Land namens Österreich. Österreich ist ein über die Jahrhunderte durch den Menschen geformtes Land. Bis in den alpinen Raum haben wir der Natur Äcker und Weiden abgerungen. Wir haben Wälder abgeholzt und wieder angepflanzt und wilde Raubtiere vertrieben. Das Resultat ist eine gebändigte Natur und eine geregelte Gesellschaft. Eine sichere Basis also, um hinauszuziehen und andere Teile der Erde zu erkunden. Nach ungefähr 11 Stunden Flugzeit lande ich in einem Land mit fast 10 Millionen Quadratkilometer Fläche. In etwa das 120-fache von Österreich. Der große Teil ist wilde, unbewohnte Natur. Fast 4/5 der nur etwa 34 Millionen Bürger wohnt in Großstädten. Die meisten in den Millionenmetropolen Toronto, Montreal, Vancouver und Ottawa. Ich schlage meine Basis in Vancouver auf, einer Stadt in Britisch-Kolumbien am südwestlichen Rand Kanadas. Vancouver gibt für mich ein gutes Beispiel einer modernen Gesellschaft. 1886 gegründet, hat sich die Stadt bis heute zu einer Millionenmetropole entwickelt. Wie leben die Menschen hier auf der anderen Seite der Welt? Hier entsteht ein vom Menschen geschaffener Urwald aus Stahl, Beton und Glas. Heimat von über 2,3 Millionen Menschen aus aller Welt. Das im Vergleich zum kanadischen Durchschnitt ungewöhnlich milde Klima ist nur einer der Gründe, warum man sich hier niederlassen möchte. Lange Sandstrände laden ein, vom Rummel der Stadt zu entkommen und sich in das Getümmel freiluftliebender Stadtbewohner zu stürzen. Hier wird Sport betrieben, gesonnt und entspannt. Ein nötiger Ausgleich zu einer sonst immer synthetischer werdenden Welt. Auch der Lighthouse Park in West Vancouver ist ein beliebtes Ausflugsziel. 1881 zum Schutzgebiet erklärt, wurde die Umgebung des heutigen Parks vor der Abholzung bewahrt. Durch die dadurch gut erhaltene Urvegetation eines kanadischen Regenwalds führt ein 10 Kilometer langes Netz aus Wanderwegen bis an die felsige Küste. Die grandiose Aussicht auf die vor Vancouver gelagerten Inseln und das Treiben im Meer lassen meine Gedanken in die Ferne schweifen. Ich versuche mir vorzustellen, dass einige der über 60 Meter hohen Bäume des Parks bereits lebten, als Kolumbus die neue Welt entdeckte. Auch dort, wo nun die Gebäude Vancouvers in den Himmel ragen, standen einst diese majestätischen Giganten. Ich bin erstaunt über die Vielseitigkeit der Parks in Vancouver und seiner Umgebung. Sie bieten eine Unzahl an Möglichkeiten, angelegte oder sogar wilde Natur in direkter Stadtnähe zu erleben. Oder sich auf einem der öffentlichen Sportplätze auszutoben. Ein Paradies für den Menschen und seine tierischen Begleiter. Irgendwann neigt sich die Sonne dem Horizont zu und taucht alles in warmes Licht.
Die rauschende Menge erlebt das älteste Spektakel der Welt. Tausendmal schon erlebt und trotzdem lässt mich die Faszination eines Sonnenuntergangs nicht los. Ist die Sonne verschwunden, bleibt nur noch das Dämmerlicht. Die Welt wird zum Silhouettenschauspiel, schemenhaft und fantasievoll. Elektrisches Licht übernimmt die Beleuchtung der Straßen und Häuser der Stadt. Als würden wir den nächtlichen Himmel zu spiegeln versuchen, erhellen tausende Lichtquellen die Schwärze der Nacht. Selbst Plätze, die am Tag trist und grau wirken, verwandeln sich in der Nacht zu einem strahlenden Lichtermeer. Schon lange ist man nicht mehr nur auf das Tageslicht angewiesen. Tausende Menschen drängen sich durch die Straßen Guesttowns, ein besonders in der Nacht beliebter Stadtteil Vancouvers. Hunderte Bars und Restaurants und so manch schräger Vogel bieten dem motivierten Nachtschwärmer Unterhaltung bis in die frühen Morgenstunden. Für die einen Arbeit, für die anderen Vergnügen. Aber nicht jeder sucht hier Unterhaltung. Traurige Schicksale und vom Leben gezeichnete Menschen trifft man auch hier. Menschen mit ihren Wünschen, Träumen, Hoffnungen, gestrandet am unteren Rand der Gesellschaft. Tate kanchan Gorange Radhe Vrindavan Ishwari we do is hurt each other and ourselves. What the fuck is that? Shit. I try and change the world, man, to be a better place. Something nice. Wie könnte die Welt aussehen, würden wir das alle versuchen? So gestalten wir Menschen unseren Rhythmus selbst und machen uns nicht mehr abhängig vom Lauf der Gestirne. Ändert man die Perspektive, überzieht ein gigantisches Netz aus Lichterketten die Oberfläche der Erde. Wie noch nie zuvor gestalten wir das nächtliche Bild unseres Planeten. Ein sichtbares Zeichen, dass wir ein Teil von ihm sind. Ich frage mich im Stillen, sind diese Lichter der Zivilisation vielleicht nur das Auflodern eines Feuerwerks kurz bevor es erlischt? Ein neuer Tag. Schnell kommt man aus den besiedelten Gebieten in die wilde Natur. Wenige Parks erlauben den gedankenlosen Spaziergang. Hier muss man damit rechnen, hinter jeder Wegbiegung oder Baum einem wilden Tier zu begegnen. Große Raubtiere koexistieren hier mit den Menschen, ohne von Zäunen oder Gehegen aufgehalten zu sein. Ein neuer Aspekt der Natur, den ich in Österreich noch nicht kannte. Die Konzentration auf die eigenen Sinne wie das Sehen, Hören, Riechen sind hier wichtig und schaffen ein bewussteres und intensiveres Naturerlebnis. Die erste Begegnung mit Bären in freier Wildbahn ist für mich eine besondere Erfahrung.
Die Bewunderung der Schönheit dieser Tiere wechselt sich mit dem Respekt vor ihrer rohen Kraft. Diesen 2 Schwarzbären begegne ich im Callaghan Valley in der Nähe von Whistler. Ich lerne, dass Schwarzbären verschiedene Fellfärbungen haben können. Und wenn sie so friedlich grasen, will man sich nicht vorstellen, dass sie einem gefährlich werden könnten. Eigentlich sind es ja wir Menschen, die ihnen gefährlich werden, die in ihren Lebensraum dringen, sie auf unseren Straßen überfahren oder absichtlich jagen. Das öffentliche Straßennetz Kanadas ist über 1.042.000 Kilometer lang. Eine Strecke, die ungefähr dem 3-fachen Abstand zwischen Mond und Erde entspricht. Um die Größe Kanadas erahnen zu können, mache ich mich auf den Weg Richtung Alberta. Mein Ziel: die Weite der Prärie. Über 1000 Kilometer geht es von Vancouver Richtung Osten. Das Land ist so groß, dass schon wenige Zentimeter auf einer regionalen Landkarte einige Stunden Autofahrt bedeuten können. Die endlos scheinenden Straßen führen durch interessante und abwechslungsreiche Landschaften. So manch ein Ort lädt zum Rasten ein. Und manch einer ist so schön, dass man am liebsten bleiben würde. Ein gutes Beispiel für die Vielfalt der Landschaftsformen finde ich im ungefähr 260 Kilometer östlich von Vancouver liegenden Okanagan Valley. Hier existiert die einzige Heißwüste Kanadas. Und in meiner Fantasie befinde ich mich plötzlich in Mexiko oder im Wilden Westen, wie man ihn sich als Mitteleuropäer vorstellt. Die gesamte Region des Okanagan Country eignet sich hervorragend für den Anbau von Wein und verschiedenen Obstsorten. An den vielen Marktständen entlang der Straße kommt man in den Genuss der reifen Früchte. Auch hier würde ich gerne länger bleiben, aber es treibt mich weiter Richtung Alberta. Noch in den Rocky Mountains bekomme ich zu sehen, welche unglaubliche Energie die Natur freisetzen kann. Ich befinde mich am Crow's Pass in der Nähe der Ortschaft Frank. Am 29. April 1903 in den frühen Morgenstunden rutschten von der Flanke des Turtle Mountains 30 Millionen Kubikmeter Kalkgestein in das Tal und begruben in Sekunden große Teile der Ortschaft Frank unter sich. Über 70 Menschen verloren damals ihr Leben. Die meisten von ihnen sind noch in dem 3 Quadratkilometer großen Geröllfeld begraben. Man geht davon aus, dass der Felssturz unter anderem durch den dortigen Kohlebergbau ausgelöst wurde. Als ich weiterfahre, muss ich darüber nachdenken, wie klein und verletzlich wir Menschen eigentlich gegenüber den Kräften der Natur sind. Langsam verändert sich die Landschaft. Die Hügel werden niedriger und Bäume seltener. Und dann bin ich endlich angekommen, umgeben von der weiten Graslandschaft der Prärie. Ich gebe meinem Drängen nach und verlasse den Highway. Ich möchte tiefer in die Prärie eintauchen. Weg von der frequentierten Autobahn, hinein in die Einsamkeit.
Weite Ebenen und sanfte Hügel zeichnen das Bild der Landschaft. Umgeben aus einem Meer von Wildpflanzen entsteht für mich ein neues Gefühl für die Weite des Raums. In dieser Leere wird jedes Individuum zu etwas Besonderem. Genau dort, wo ich niemanden zu treffen glaubte, begegne ich plötzlich jenen Menschen, deren Vorfahren schon seit Jahrtausenden das umgebende Land bevölkern. Ohne mein Wissen hatte ich mich in die Bikuni Nation, einem Schwarzfuß-Indianerreservat, begeben. Dort treffe ich auf Harley, einem Schwarzfuß-Indianer und Naturschützer, der nicht nur in Kanada, sondern auch in China und anderen Ländern arbeitet. Spontan lädt er mich ein, 2 Tage mit ihm, seiner Familie und Freunden zu verbringen. Er erzählt mir über die Schwarzfuß-Indianer, wie sie früher lebten, über ihr Verständnis der Natur, dass sie an einen Schöpfer glauben, der alles gleichwertig geschaffen hat. Ein Gedanke, der einen davon abhält, respektlos mit seiner Umwelt umzugehen. Harleys Tochter Kali erzählt mir etwas über die nähere Vergangenheit der Region und wie moderne Bauprojekte die Natur verändern. About 20 years ago, the bands went into partnership with the government to build a dam to create a reservoir. And so our people were really against it because the river valley is our sacred place, right? Our old burial grounds are there. Our ancestors, that's where they would camp. And all of our natural roots and herbs and like medicines come from the river valley, right? And so our people, the majority of our people fought it. But of course the government took over and basically said, well, no, like there's really nothing you can do. We're gonna build it anyway. So they built it, and ever since they've built it, the channel of the river has changed. The vegetation, the wildlife, things don't grow the way they used to grow. Like we use sweetgrass in our ceremonies, and it used to grow vast in the river valley. It's really hard to find now. Mints for our mint tea and our other medicines. And so ever since the dam has been built, it's created a ton of chaos. Like we've had major flooding all along the river valley, not just on the reserve, but for off-reserve people too. And so that's a really, significant part of our culture and just, the survival of really our resources. Mir fällt der Frankslide wieder ein. Der Felssturz und die Überschwemmungen des Oldman River zeigen die Folgen unseres Eingreifens in die Natur. Oft einzig nur des flüchtigen Profits wegen verursacht. Sollten wir nicht alle versuchen, die Natur zu bewahren? Viele Dinge gäbe es hier noch zu entdecken und zu erleben. Doch auch die spannendste Entdeckungsreise geht einmal zu Ende. Auf der Fahrt zurück denke ich noch einmal über all die schönen Erlebnisse nach. Die Natur ist nicht einfach nur da. Sie ist genauso gemacht, dass wir in ihr überleben können. Eine Oase im Universum. Es ist der kleine blaue Fleck in der unendlichen Weite des Kosmos, auf dem wir existieren dürfen. Ein Geschenk. Versuchen wir es zu erhalten, damit auch noch zukünftig jemand auf Entdeckungsreise gehen kann. So wie ich.